Servus Leute, wir fertigen heute so ein personalisiertes Schneidebrett aus Buche mit einer schönen Epoxyfüllung. Wir starten mit dem ersten Werkzeug, ein Kugelfräser mit einem Durchmesser von 12,7 mm. Das Werkzeug wird in mein neues Hydroden-Spannfutter eingesetzt und vermessen. Mit meinem Kreuzlinienlaser wird X und Y definiert, abschließend noch die Z-Höhe und dann kann es auch schon losgehen. Ich glaube, es wird Zeit für einen neuen Fräser. Der hört sich nicht mehr ganz so gesund an und wird demnächst ausgetauscht. Das zweite Werkzeug, ein 2 mm Einschneider. Wie gehabt, meine Schnittdaten unten rechts. Ich wünsche euch viel Spaß. Das dritte und letzte Werkzeug, ein Hybridfräser. Das ist ein Mix aus Schaftfräser und Gravierstichel. Es hat einen Schaft von 4 mm, eine abgeflachte Spitze von 0,4 mm und einen Winkel von 30 Grad. Hier kann man das Werkzeug sehen. Die Gravur ist fertig und wird nun mit einer Nylonbürste noch gereinigt. So sieht das Ergebnis aus. Ich muss sagen, ich finde die Haptik jedes Mal einfach genial. Das Epoxy würde in dieser Form tief in die Holzfasern ziehen und hässliche Flecken hinterlassen. Deswegen versiegle ich die Gravur mit Hartwachsöl, das ich auch später fürs Brett benutze. Es ist lebensmittelecht und eignet sich hervorragend dafür. Das überschüssige Öl wird einfach mit einem Lappen und etwas Druckluft entfernt. Nun wird mit demselben Hartwachsöl noch das ganze Brett geölt. Man kann schon im Hintergrund sehen, ich lege mir immer alle Bretter bereit, um einfach effektiver zu sein und alles gleichzeitig zu ölen. Es ist soweit. Nun muss die Gravur noch geflammt werden. Das machen wir mit so einem Alu-Brennrahmen. Aber halt stopp, den müssen wir natürlich erstmal fertigen.
Das erste Werkzeug ist schon eingespannt und im Einsatz. Ein 35 mm Planfräser. Nachdem das getan wurde, wird mit dem gleichen Werkzeug die Außenkontur erstmal grob abgetragen. Mit einem Schaftfräser wird dann die Innenkontur freigelegt. Leider kann ich zu den Schnittdaten nicht viel sagen. Das ist nämlich so, dass ich dieses Video vor etwa 2 Jahren gedreht habe. Es lag einfach noch im Archiv und ich dachte, ich mache endlich mal ein Video draus. Und abschließend mit einem sehr kleinen und dünnen Fräser noch die ganzen Feinheiten ausgearbeitet. Und so sieht das fertige Ergebnis aus. Der Rahmen ist fertig und nun kann endlich geflammt werden. Es wird einfach draufgelegt und dann so mit dem Bunsenbrenner schön in die Ecken gefahren. Nachdem das getan wurde, wird die Gravur nochmal gereinigt. Kommen wir zum Epoxy. Bevor wir anfangen, brauchen wir erstmal einen absolut planen Untergrund. Das mache ich hier mit so einem Stück Holz und einer Wasserwaage. Man kann schon sehen, ich habe noch mehr mit dem Epoxy vor. Wer wissen will, um was es geht, kann einfach in meinem Kanal etwas stöbern. Ich benutze Epoxy von Epodex, weil ich damit einfach gute Erfahrungen gemacht habe. Ich mische grundsätzlich immer mit einer Waage. 50 Minuten später, so sieht nun das Epoxy aus und ist nun bereit. Übrigens, die Glocke ist dafür da, dass kein Staub in die Gravur kommt. Es ist nicht ganz so leicht, wie es hier jetzt aussieht. Wenn ihr auch vorhabt, sowas zu machen, kann ich euch nur den Tipp geben, nehmt euch Zeit für sowas. Es soll ja auch irgendwo Spaß machen und wenn man huddelt, kann ich euch versprechen, das wird einfach nichts. Das Epoxy ist nun gegossen und leider sammeln sich im Untergrund immer noch so kleine Luftbläschen. Mit einem angespitzten Holzstück helfe ich einfach den Luftblasen an die Oberfläche zu kommen. Abschließend werden mit so einem Bunsenbrenner die Luftblasen zum Platzen gebracht. Und so sieht das Ganze fertig aus. Jedes Mal wunderschön, das kann ich euch sagen. Hier noch ein paar weitere Exemplare, die ich jetzt über die Jahre gemacht habe. Hier kann man auch die möglichen Modelle sehen. Ich persönlich finde Simple immer ganz klasse, weil man auch da die Haptik einfach spürt von der Gravur. Also es ist nicht ganz so praktisch, aber dafür umso schöner. Clear wollte tatsächlich bis jetzt noch niemand haben, ich weiß eigentlich nicht wieso. Das Burn wird eigentlich, das geburnte, also das geflammte Logo wird am häufigsten bestellt. Ja, bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Fusion gemacht wird. Bis gleich. Der Fusion-Teil. Ja, also, das Brett und auch das Logo habe ich schon in der Vergangenheit einmal erstellt und führe jetzt eigentlich nur noch Anpassungen durch. Ich will jetzt gar nicht so groß auf das Logo eingehen oder auf das Brett, sondern mehr, wie fertigen wir halb automatisiert, also auch irgendwo standardisiert, in Kleinserie. Darum soll es jetzt eigentlich gehen. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Ich habe hier den Körper eingefügt. Dann gab es so ein paar Hilfsrahmen. Achso, genau, die Hilfsrahmen brauche ich später für die Fertigung. Aber eigentlich habe ich das einfach nur den Körper hier eingefügt. Man kann schon sehen, Name anpassen. Und wenn ich da drauf gehe, wird mir alles andere ausgeblendet. Jetzt
Jetzt gehen wir hier drauf und machen wir mal meinen Namen. Andys Barbecue. Folgendes, mir ist schon bewusst, das Apostroph gehört da eigentlich nicht hin. Also im Deutschen müsste es eigentlich so heißen. Nur irgendwie, egal wie viele Leute ich schon gefragt habe, wer will es ohne, es wollte keiner ohne. Jeder will es mithaben. Auch ich finde, es sieht einfach ästhetischer aus mit so einem Apostroph und deswegen wird es gemacht. Aber ich will jetzt keine Diskussion starten, mir ist wirklich bewusst, dass es da nicht hingehört. So, ich wollte euch was zeigen, aber ich sehe gerade, dass mein Name so wenig Buchstaben hat, dass es ungünstig ist. Deswegen mach mal, ja, Andreas wäre auch blöd. Ach, bleib einfach bei dem Michael. So, Michaels Barbecue. So, dann wird es entsprechend skaliert. Das muss man tatsächlich bei jedem Namen machen. Aber was ich euch zeigen wollte, machen wir 8,2, 3, 4. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann erhöhen wir den Zeichenabstand, weil es doch etwas zu nah ist. Genau, das sieht eigentlich ganz gut aus. Sagen wir okay. Skizze beenden. Dann rechnet er ein bisschen. So, jetzt kriegen wir eine Fehlermeldung, aber das ist völlig in Ordnung. Springen an die Stelle, wo wir den Namen geändert haben. Als nächstes wird ja hier diese Skalierung starten. Und wie gesagt, das habe ich mir mit Absicht so hingelegt, damit ich es einfach immer einfacher habe. Wir klicken die Objekte neu an. Weil der Name so viele Buchstaben hat, sieht es nicht ganz proportional aus. Deswegen gucken wir uns mal an, wie das ursprünglich aussah. Okay, so. Ich persönlich finde es nicht hoch genug. Deswegen skalieren wir das etwas. Ja, so gefällt es mir eigentlich ganz gut. Und dann gehen wir noch hier auf Verbinden. Klicken hier die einzelnen Buchstaben an. Sagen okay. Und ich muss sagen, das war es tatsächlich schon. Da rechnet jetzt alles wieder alles durch, aber so personalisieren wir die ganzen Bretter mit einem, wie ich finde, minimalen Aufwand. Das war jetzt wirklich nichts. Also wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist man da verdammt schnell. Und das Gute ist, man kann sogar gleich hier zum Rendern gehen. Kann ich das durchrendern lassen. Und das kann man dann gleich hinschicken und sagen, gefällt's dir so? Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Wir gehen in die Fertigung. Jetzt kann man natürlich sehen, die Software, die hakt jetzt ein bisschen. Die sagt natürlich, du hast mir viel verändert, was soll das und wie gehen wir jetzt damit um? Das Modell lasse ich immer ausgeblendet und das brauche ich eigentlich nicht. Jetzt kann man hier schon so Ausrufezeichen sehen. Das habe ich mir mit Absicht so hingelegt. Man kann es auch schon sehen, anpassen, ganz wichtig. Diese 3 Elemente müssen angepasst werden. Der Rest erfolgt völlig automatisch. Wir gehen erstmal auf Berechnen, um zu gucken, was er so macht mit diesen Einstellungen. So, da ist durchgerechnet. Man kann hier schon ein bisschen was sehen. Also klar, ein Setup, das habe ich hier unten hingelegt. Es hat sich auch ziemlich bewährt, muss ich sagen. Von diesem Geschwungene, einfach der oberste Punkt. Und das ist mein Nullpunkt. Das hat sich echt bewährt. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Dann kann man hier schon sehen, XXX, das soll einfach heißen, ignoriere mich. Das habe ich mit Absicht gemacht, wenn ich es exportiere und nochmal render, damit es nochmal hübscher wird. Aber das können wir im Prinzip löschen oder ausblenden. Die 2 mm Tasche. Darauf will ich jetzt eigentlich gar nicht groß eingehen. Man kann schon erahnen, was er da macht. Also er räumt einfach diese Tasche frei. So, anpassen. Wenn wir jetzt diesen Namen machen wollten, klicken wir das an. Sagen die Geometrie. Dafür müssen wir das Modell einblenden. Wir müssten alles so lassen, wie es ist. Weil ich das schon alles angeklickt habe. Und müssten eigentlich nur diese Felder, die hinzugekommen sind, wie jetzt hier bei dem A, ich glaube, das ist der einzige Buchstabe, genau, so P, B, das wären jetzt noch so Buchstaben, die man anklicken müsste. Die müsste man anpassen, aber ansonsten ist der Pfad, wollte ich sagen, oder das zu Fräsende für den 2 mm schon abgeschlossen. Das hier könnte man jetzt exportieren bzw. durch den Postprozessor schicken und schon in die Maschine jagen.
Man kann schon sehen, anpassen, ja, da macht gar nichts in dem A. Also das ist für den 2 mm Fräser zu klein. Aber das macht nichts. Man will sich auch keine Gedanken machen. Muss ich das jetzt anklicken? Nicht. Ich mache es einfach. Und wenn der 2 mm Fräser da nicht hin will, dann will er da nicht hin und dann ist es so. Okay, hier kann man schon sehen, ich habe damals Probleme gehabt. Der 4 mm Fräser wollte nicht so richtig in die Tasche, deswegen musste ich ihm so ein bisschen helfen und zwingen, da reinzugehen. Das mache ich mit der Operation hier. Aber wie gesagt, was er jetzt im Detail macht, weiß ich eigentlich gar nicht mehr, weil das müsste schon so 1,5, 2 Jahre her sein, als ich diese Datei gemacht habe. Und seitdem werden diese Bretter gemacht. Okay, dann passiert hier noch irgendwas. Und hier kann man wieder sehen, anpassen. Das öffnen wir gerade mal. Hier habe ich so eine Fake-Tasche gemacht, nenne ich sie jetzt mal. Aber das mache ich alles aus der Skizze. Und hier kann man sehen, da ist schon was vorausgewählt. Auch das lasse ich stehen, da mache ich nichts. Und wähle einfach nur zusätzlich diese Fläche in den Buchstaben aus. Und sage OK. Hier kann man sehen, logischerweise, hier muss er irgendwas machen. Da, wo der 2 mm nicht hin wollte, das muss er natürlich jetzt machen. Der etwas kleinere. 4 mm, 30 Grad in Summe und unten 0,4 meine ich. Okay, dann wieder irgendwas Standardisiertes, wo immer gleich bleibt. Und wieder etwas anpassen. Hier gravieren. Das muss alles stehen bleiben, da darf man nichts machen. Dann klickt man gerade noch diese Flächen hier aus. Das habe ich mich schon verklickt. Na, Moment. So. Das vergesse ich immer ganz gerne. In einem A oder in einem Bertha Paula zum Beispiel hier diese Innenflächen auszuwählen. Okay, auch das ist jetzt angepasst. Und so sieht es dann fertig aus. Dann wählt man noch diesen Bereich hier aus, Postprozessor. Und da hat man auch schon das zweite Werkzeug fertig. Das bleibt völlig gleich. Man kann sehen, ich glaube, ich habe mal Korrekturen gemacht. Also der Ursprungsgedanke war mal, die Fettrinne oder Saftrinne mal so zu machen, aber das war mir nicht tief genug. Auch viele haben sich beschwert, so nicht tief genug. Deswegen habe ich es einfach angepasst und gesagt, einfach ein bisschen tiefer sein, ohne jetzt diese Ansicht anzupassen. Was ich jedem empfehle, die Simulation zu klicken, ans Ende zu springen. Jetzt müsste unten gleich so ein türkisener Balken losrennen und dann wird das alles, so, man muss ja auch anklicken. Genau, da sieht man, da läuft er gerade. Hier. Also der tut es jetzt alles berechnen und das empfehle ich wirklich jedem. Nehmt euch die Zeit, weil das zu fräsen, das dann wieder nachzuarbeiten oder wegzuschmeißen, alles neu zu machen, das ist so ärgerlich, so zeitintensiv, dass es einfach viel, viel besser ist zu sagen, okay, ich investiere jetzt gerade diese Minute und gucke, ob es auch alles wirklich gut geworden ist oder gut werden wird. Dann blendet man, das ist auch ganz wichtig, man blendet das Modell aus, nicht, dass es irgendwie unser Ergebnis verfälscht. Und dann heißt es gucken, genau gucken, habe ich hier auch alles richtig gemacht, habe ich hier das A richtig angeklickt. Jetzt kann man hier schon sehen, das A und das E, das ist ein bisschen, das ist zu nah, also das gefällt mir nicht so richtig, das sieht nicht gut aus. E und L auch, aber damit könnte ich noch leben, aber H und A und E nicht. Das sieht nicht gut aus. Das wird auch später nicht gut aussehen. Das korrigieren wir. Das Gute ist, wir haben das ja jetzt einmal gemacht. Gehen wieder Name anpassen. Und sagen hier. Ne, Quatsch. Wir sagen das hier. Gehen wir auf 8 zum Beispiel. Skalieren wir das wieder runter und sagen Skizze fertigstellen. Aus der Erfahrung kann ich jetzt schon sagen, das wird wieder verbunden sein. Deswegen springen wir wieder an diese Stelle, klicken diese, das war falsch, wir klicken diese Körper jetzt an. Ne, wo ist denn mein S? Das. Und verschieben das einfach so etwas. Dann noch diesen Körper hier. Also zugegeben, das ist jetzt ein bisschen nah am Sand, aber auch so. Auch so könnte man es dann wieder, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir es gleich richtig, glaube ich.
1 mm ist wahrscheinlich zu viel. Minus 0,5. Ja. Okay. So. Jetzt bin ich zufrieden. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Springen wir wieder an den Schluss. Lassen uns das durchrechnen. Macht er nicht? Wieso macht er das jetzt nicht? Okay, irgendwie wollte dieser Button hier gerade nicht. Genau, so sieht es aus. Muss man mal gucken, ob der Fräser hier noch durchkommt. Okay. Man könnte auch das ganze Wort noch mal ein bisschen nach rechts rücken. Geht hier einfach auf Berechnen. Es ist ja kein Körper dazugekommen oder weggekommen. Deswegen können wir hier einfach auf Berechnen gehen. Jetzt muss er wieder ein bisschen, jetzt rödelt er wieder ein bisschen. Hoppla. Auf der Taste eingeschlafen. So, simulieren das Ganze. Springen wieder ans Ende. Ja, also man kann es schon sehen, wie vermutet. Ja, das sieht jetzt nicht ganz so gut aus. Ich würde jetzt das M bis L würde ich jetzt nochmal markieren. Bisschen nach rechts drücken, also Richtung S. Und dann sieht es auch ganz gut aus. Gewisse Sachen wie das hier, wie dieser kleine Steg hier, ich weiß nicht, ob das mathematische Fehler sind in der Software oder in der Ansicht aktuell, aber die verschwinden später. Und selbst wenn die sind so minimal, selbst wenn man die von der Seite anschauen könnte, würde man feststellen, das ist wirklich nichts. Das ist so ein Mikrosteg. Und ich habe es geschoben auf die Darstellung. Also irgendwas mit der Darstellung stimmt nicht. Was man noch machen könnte, damit auch das hier ein bisschen hübscher wird, das hier und das hier. Also das und das. Nochmal die Buchstaben ein bisschen skalieren. Also ein bisschen nochmal in die Höhe ziehen und dann verschwinden auch diese kleinen Stege hier. Und dann ist das Ergebnis wirklich perfekt. Ja, und so fertige ich personalisierte Bretter. Ich sag mal teilautomatisiert. Und es funktioniert mittlerweile echt gut, muss ich sagen. Ja, das war der Fusion-Teil. Ich hoffe, es gefällt euch. Also es hat euch gefallen. Es war was dabei wieder. Schreibt doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.